Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, wie immer, abonniert gern den Kanal, denn bei uns gibt es jeden Tag ein Review von der bezaubernden Jessica oder dem etwas weniger bezaubernden Jan. Das bin ich, Hallöchen. Und ich erzähle euch eine Geschichte, ich durfte nie einen Roller fahren, meine Eltern sind geizig. Und Opel hat da was für euch. Citroën hatte auch was für euch. Das war oder hätte euer bester Freund sein können. Der City-Stromer soll zur Demokratisierung der Mobilität in der Stadt führen. Und ganz wichtig ist Opel, halt stopp. Das, was wir euch heute vorstellen, ist kein Auto. Denn der Opel e-Rocks, den gibt es ab unter 10.000 €, ist ein Leichtfahrzeug. Den dürft ihr ab 15 Jahren euren Kindern oder euch selbst spendieren, vielleicht bei der Kommunion ein bisschen drauf sparen. Hat eine Reichweite von 75 Kilometern und knallt nicht. Aber macht trotzdem tierisch Spaß. Und was werden wir in diesem Review heute machen? Ich werde mit euch die geile Optik, die ganz ANNA von vorne wie hinten und von der Seite gleich aussieht, besprechen. Wir werden reinsteigen. Dieses Auto ist sehr roh. Wir werden natürlich zusammen durch die City cruisen, ein bisschen Spaß haben, über den Preis, über das Wettbewerbsumfeld sprechen. Und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch mobile Low-Carb, Low-Cost Stromer. Und dann fröne ich wie immer meiner objektophilen Autoleidenschaft und küsse den Rocks i. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, ist dieses Auto kein Auto, sagt Opel, sondern ein Leichtfahrzeug. Wer allerdings unser Kooperationspartner ist, ich bin auch nicht Manuel Neuer, ist GoLeasy. Was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Die Historie, Wettbewerbsumfeld. Opel, das ist eine moderne Firma, inzwischen im italienischen Stellantis-Konzern ansässig. Ja, und die wollen bis 2024 nur noch elektrifizierte Fahrzeuge bauen. Bis 2028 soll es nur noch reine E-Fahrzeuge geben. Und ich sage ja immer eins, wenn ihr was fürs große Ganze tun wollt, dann hilft es eben nichts, einen Porsche Cayenne zu fahren oder einen Taycan, sondern müssen wir uns alle verkleinern. Und deshalb stehe ich so auf diesen Kraftwürfel. Ich stand schon auf Xherdan Shaqiri, der Liverpool-Fußballer, der etwa genauso breit wie hoch war. Und wenn man jetzt hier über den spricht, dann hat man sich wirklich was einfallen lassen. Erstmal, ganz ehrlich, wir haben euch schon den Citroën Ami in Berlin vorgestellt. Ich habe dieses Auto gefeiert. Das ist sehr vergleichbar, ehrlicherweise. Aber der kommt jetzt doch nicht auf den deutschen Markt. Man hat sich im Konzern entschieden, es wird der Opel Rocks i, der auf den Markt kommt. 250 Teile, aus denen besteht dieses Auto nur. Vorne, hinten, Seite gleich. Sehr interessantes Konzept. Es ist kein Auto, sagt Opel, sondern ein Leichtfahrzeug. Heißt, ihr dürft den einmal hier mit 15 Jahren fahren schon mit dem Rollerführerschein. Mega geil. Hätte es sowas zu meiner Zeit gegeben, ich hätte es geliebt, aber meine Eltern sind immer noch geizig, ich hätte es wahrscheinlich nicht bekommen. Und wenn man jetzt so als Automobiljournalist überlegt, was ist denn das Wettbewerbsumfeld? Renault Twizy könnte man sagen, den elektrischen Smart könnte man sagen, aber da sagt Opel wieder, no, es ist doch kein Auto, Jan, du hast nicht zugehört. Wir vergleichen mit einem Elektrofahrrad zum Beispiel, mit einem E-Roller, mit einem Lastenfahrrad oder mit der ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr. Richtiges Allmannwort. Und deshalb hat man sich beim Auto, was unter 10.000 € beginnt, überlegt, 2.600 € Anzahlung, 48 Monate lang, 49 € im Monat, kleine Abschlusszahlung und ihr seid mit dem Ding richtig gut unterwegs. Und geil ist, im Vergleich zum Fahrrad oder zum Roller, ihr werdet halt nicht nass. 10 Smartphones, come on. Aber jetzt spricht man natürlich eher so ein bisschen auch drüber beim Auto, was aus einer Gitterleiterrahmenstruktur besteht, eben einer Gitterrahmenstruktur, über die Ausstattungsvarianten. Es gibt Rocks i, es gibt Club mit K geschrieben und Techno auch mit K geschrieben. Hier steht Techno und Techno hat tatsächlich am meisten Techno hier drin, denn wir haben gelbe Elemente. Hier so ein Plastikstoßfänger, der ein bisschen prominenter ist. Ja, Club ist dann auch ein bisschen progressiver und die Basis ist am zurückhaltendsten. Kann man auch übrigens schön bekleben, wenn man so einen Pizzaservice oder so in der Stadt hat. Finde ich ganz gut.
Und wenn wir jetzt hier vorne schauen, haben wir ein paar, naja, Opel-Design-Elemente. Hier zum Beispiel ist der Wiser. Und der Wiser hat hier vorne den Opel-Blitz drin in schwarz. Jesse nennt es gern Opel Stern, was lustig ist. Und das Auto unterscheidet sich von vorne nur marginal durch diesen Wiser vom Citroën Ami. Wir haben LED-Scheinwerfer, LED-Blinker und geil ist, der sieht eben von vorne aus wie von hinten. Sehr aufrecht stehende Frontscheibe, ein Glasdach hier oben, was den Innenraum mega hell macht. Und dann spricht man über die Ausmaße. Der ist 2,41 Meter lang, 1,73 Radstand, ist 1,39 breit mit Spiegel 1,54 und 1,52 hoch und damit halt einfach ein Würfel. Wie geil ist das? Aber ich bin eben nicht nur der Typ, der euch erzählt, dass dieses Auto mega witzig aussieht, sondern ich sage euch auch, dass wir vorne den etwa 60 Kilo schweren Motor haben. Hier hinten haben wir den Akku, etwa 55 Kilo schwer. Vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. Kleiner Kritikpunkt, wir haben in dem Auto, keine Airbags, kein ABS, kein ESP, aber es ist eben kein Auto. Jedenfalls geil ist, dass die Tür auf dieser Seite hier hinten angeschlagen ist. Auf der anderen Seite geht es in die andere Richtung auf. Und wenn ihr jetzt hier mal guckt, schaut mal rein, wirklich sehr roh. Wir kommen gleich richtig zum Innenraum. Und hier eine Reminiszenz an die Ente. Heißt, wir bekommen dieses Fenster hier hochgeklappt und können dann von innen auch hier den Rückspiegel verstellen. Schon sehr, sehr lustig, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir vielleicht mal ans Heck. Und ich erkläre euch vielleicht noch kurz was dazu, dass wir hier 14 Zoll große Reifen bekommen. Sommer-, Winterreifen, Ganzwetterreifen gibt es. Und hier, also Allwetterreifen, haben wir diese Zierblende vorne drauf. Das kommt dann ab der höheren Ausstattungsvariante Club. Und von hinten wie von vorne, beim Ami haben wir hier oben auch so einen kleinen Dachkantenspoiler, haben wir jetzt hier nicht. Hier ist es zurückhaltender. Rocks E steht hier drauf, ne? Und schaut mal, nur die roten Scheinwerfer unterscheiden den von der Seite von vorne. Und wenn man dann mal guckt, wo bringen wir unser Gepäck hier hinten rein? Es gibt gar keinen Kofferraum. Ne? Ja, und jetzt gehen wir mal zu der Seite, denn euch interessiert natürlich, wo können wir dieses Auto eigentlich laden? Und da wird der von den Opel-Mitarbeitern liebevoll Staubsauger genannt. Warum? Na, guckt mal, hier bekommt man das Kabel raus, ist hier drin zum Laden, der Akku fast 5,5 Kilowattstunden und jetzt ist interessant, weil dieses Kabel hier ist 3 Meter lang. Wie witzig ist eigentlich das? Mit 1,8 Kilowatt könnt ihr den laden, wäre dann der Akku mit 75 Kilometer Reichweite in 3,5 Stunden voll. Nachteil? Ihr braucht einen 333 € teuren Adapter, um an die Schnellladesäule anzuschließen und ihr werdet wahrscheinlich auch so ein kleiner Ladesäulenblockierer, weil das Auto muss da halt mindestens dann 3,5 Stunden stehen, um wieder voll zu sein, wobei wer fährt den wirklich leer? Interessant ist auch, die Tür öffnen macht man hier, wie bei so einer G-Klasse. Und was ich ein bisschen nervig finde am Auto, ist, schaut mal hier, das Kabel wieder reinzubekommen. Ja, das ist so eine kleine Geduldsarbeit und ich habe ja alles, aber Geduld habe ich ehrlicherweise nicht. Jetzt schauen wir mal, wie lange ich dafür brauche. So, 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 okay, okay. Vielleicht kann ich euch in der Zwischenzeit schon sagen, dass der Innenraum sehr hell ist. Aber jetzt sprechen wir über die Leistungsdaten und da ist dieses Auto halt einfach beeindruckend, weil der wiegt nur 471 Kilo. Ich entschuldige mich jetzt schon für jedes Mal, wo ich in diesem Video Auto gesagt habe, ist ein Leichtfahrzeug. Ja, und der Motor, der ist eben mindestens 6 kW oder 8 PS stark. Der hat zum Beispiel zum Überholen dann 9 kW oder 12 PS und beschleunigt in sensationellen 10 Sekunden etwa auf Tempo 45. Wie schnell wird er insgesamt? 45 km/h. Wie weit kommt er? 75 Kilometer. Das sind erstmal in der Theorie ganz, diese Werte, mit denen könnt ihr nicht viel anfangen. Aber mit was ihr was anfangen könnt, ist ganz bestimmt mit dem Innenraum. Den schauen wir uns jetzt mal an und dann fahren wir zusammen. Kommt. Ja, jetzt sind wir im Innenraum und ganz ehrlich, ich weiß, was ihr gedacht habt. Der Typ passt doch nie im Leben ins Auto. Tue ich wohl.
1,88 bin ich groß, bis 1,90 hat man hier wohl überhaupt keinen Stress zu sitzen. Und jetzt schauen wir uns die Architektur dessen an, was man mit Fug und Recht als spartanisch bezeichnen kann. Mich kann man ja als Review-Spartaner bezeichnen. Deshalb zeige ich euch jetzt hier mal. Jessys Tür geht hier auf. Hier ist ja das Ladekabel drin. Könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen. Meine geht in die andere, in die entgegengesetzte Richtung auf dieser Seite auf. Und was jetzt die Architektur angeht, ist es sehr interessant, denn der Beifahrersitz ist nach hinten versetzt, ne, den kann man auch nicht verstellen. Meiner hingegen hat einen richtig großen Verstellbereich. So wäre ich ein Lenkradfresser dabei, sondern hinter mir hätte natürlich noch einen Kofferplatz oder, wenn ich sehr lange Beine habe, kann ich es auch weit nach hinten stellen. Aber tatsächlich wäre hinter mir noch ein bisschen Platz. Und was auch interessant ist, dass wir hier so ein Netz haben und schaut mal, hier passt genau ein Trolley oder so ein halber Wasserkasten rein. Hier bekommt ihr eure Einkaufstüte aufgehangen und hier vorne in Techno habt ihr eben noch so Inlays, wo ihr dann was reinlegen könnt oder noch so einen Cupholder zum Beispiel habt. Kleiner Spiegel da vorne, das Panoramadach hier, dafür gibt es auch so eine kleine Jalousie, um das dagegen zu machen, für den Sommer, dass es nicht zu warm wird, macht es hier drin unglaublich hell und was geil ist, sind hier ja diese Fenster, diese Klappfenster, weil im Sommer kommt da Luft rein, da brauchen wir die Lüftung gar nicht unbedingt. Was ich euch unbedingt zeigen muss ist, schaut mal hier, Wischwasser zum Beispiel könnt ihr hier nachfüllen. Nur ist es natürlich, wenn man jetzt hier sitzt, ein bisschen schwer zu erreichen, allerdings auch gut öffnbar. Und ihr seht hinten echt gut raus, finde ich zumindest, dass man da gut raussieht. Und naja, die Sitze bequem sind sie ehrlicherweise nicht. Haben hier so einen Kunstlederbezug, hier nochmal ein kleines Ablagefach. Und das Lenkrad hat natürlich hier auch Opel-Stern oder Blitz in der Mitte stehen. Und eine Hupe hat das Auto auch, optional hier die Handyhalterung und hier oben optional für 108 € die Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Wenn ihr einen Rückspiegel verstellen wollt, könnt ihr das einfach von hier innen machen. In der Tür haben wir schön viel Platz, die ist allerdings auch schön hartplastikmäßig ausgekleidet, aber bei dem Preis ist das völlig okay, finde ich. Handbremse ist hier unten, die haben wir und jetzt haben wir hier 3 Knöpfe drin. Nummer 1 für die Scheibe, die Heizung und hier die für mich. Und das ist ein bisschen Kritikpunkt. Das hört sich nicht gut an, das ist laut, das nervt auf Dauer. Hier haben wir dann noch einen USB-Anschluss, Warnblinker ist hier und auf dieser Seite können wir dann den Scheibenwischer in Hoch, Niedrig und Aus einstellen. Hupe ist eben hier und bei mir hier unten haben wir dann DNR die Gänge. So, Lenkrad, ziemlich viel aus Hartplastik. Jetzt würde ich sagen, kommt Jessie mal kurz rein und wir sprechen noch kurz hier über das Display. Hier sehen wir dann was über die Reichweite, 68 Kilometer, ne? 385 Kilometer insgesamt auf der Uhr. Wie schnell fährt man? Füllzustand vom Akku. Das ist es. Und wie gesagt, sehr spartanisch alles. Ja, hier unten an die Pedale komme ich richtig gut ran. Auto macht man hier noch klassisch über so einen Schlüssel an. Aber jetzt würde ich sagen, genug. Einfach nur hier Vorspiel gemacht. Jetzt wird es aufregend, jetzt wird es erotisch, jetzt wird gefahren. Ja, jetzt kommen wir zur besten Sequenz, nämlich dem Fahren. Und dafür habe ich eine Gästin mitgebracht, die... Jessie, ich stehe heute hinter der Kamera und jetzt fahren wir gemeinsam los und quatschen mal so ein bisschen, oder? Ja, der ist kalt, wie immer. Und ich mache jetzt hier das Auto an. Und schaut mal hier, Handbremse lösen und auf meiner Seite jetzt auf D schalten. Und jetzt müssten wir eigentlich schon loskommen. Also jetzt, ja genau, jetzt kommen wir los. Und großartig ist jetzt, wir sind hier in einem Parkhaus. Und wo man sonst Probleme hat, ist das Auto hier ziemlich wendig. Wie fühlt es sich für dich so an? Also die Sitze sind echt so ein bisschen hart, aber ich fühle mich echt wohl. Ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein Tiny Aquarium. Wie ein Tiny Aquarium auf Rädern. Was großartig ist, sobald man anmacht, geht auch das Licht an. Was man natürlich merkt, ist, vor allem hier drin ist ein bisschen härter gefedert und man muss ein bisschen mehr arbeiten. Was jetzt geil ist, ich stelle mir mal vor, man kommt mit diesem Auto irgendwie zum Drive-In, macht hier auf. Und jetzt schauen wir mal, ob die uns hier wieder rauslassen. So, Ausfahrt frei.
Und guck mal da vorne diese kleinen Rückspiegel an. Das ist mega witzig. Und auch geil ist, hier kann man jetzt einfach ja, so diesen Rückspiegel verstellen mit der Hand. Fühlt sich tatsächlich an wie in einem alten französischen Auto. Und jetzt fahren wir hier auf die Straße. Fenster mal runter, oder? Jessie, es ist auch echt kalt. Ja. So, und ich beschleunige mal durch und dann gucken wir mal. Wow. Gib ihm. Gib ihm. Müssen wir noch schauen, dass wir nicht geblitzt werden, ne? So, und jetzt sind wir bei 45, da hört er auf. Also für mich ist es großartig. Jessie hat ja immer Angst, weil hier ist kein ABS, kein ESP, keine Airbags drin. Aber für mich ist es einfach Experience. Also was ich erstmal gut finde, wir können unseren Koffer mitnehmen. Ich zeige ihn euch mal, da unten ist er. Wir müssen zwar jetzt ein bisschen mit den Füßen festhalten, vor allem wenn ihr jetzt so schwungvoll in die Kurve fährt. Aber man wird halt nicht nass. Es ist ein bisschen wärmer wie jetzt draußen zu stehen und vor allem ist es deutlich wärmer als auf einem Roller zu fahren, weil da habt ihr ja den ganzen Fahrtwind, vor allem jetzt bei den Temperaturen, ist das echt fair. Was man natürlich merkt ist, es gibt keine Dämmmaterialien hier drin. Wir haben einen ultra kurzen Radstand, deswegen poltert das auch schon ganz schön hier rein. Trommelbremsen hinten, wenn man jetzt so bremst, das geht schon, aber man muss natürlich auch ein bisschen ja, stärker eben drücken hier drin, was interessant ist. Und geil sind halt auch die Reaktionen der Leute. Hallo. Man kann ja hupen, was auch irgendwie süß ist, wie in so einem Disney-Cartoon, finde ich. Ja, und ansonsten finde ich das fair. Vor allem kann man vorwärts in eine Parklücke reinfahren. Ich weiß, man darf das eigentlich nicht. Manche ja, Gemeinden akzeptieren das. Und eigentlich das Großartige hier drin ist einfach der Spaßfaktor. Wenn ihr hier mal guckt, die Lenkerei hier, die Lenkung ist natürlich nicht besonders direkt, eher indirekt, aber das macht Spaß. Was noch mehr Spaß macht, ist, schaut mal hier, der Wendekreis. Und wenn man den sich anschaut, dann haben wir eine Bodenfreiheit von 13 cm und hier der Wendekreis ist nur 7,20 Meter. Heißt, man kann mitten auf der Straße wenden. Ja? Und ein Kritikpunkt gibt es von mir, wenn Jessie jetzt kalt wäre, macht mal hier die Lüftung an. Und wie ist das so für dich, Jessie? Laut würde ich fast sagen. Laut? Ja, das ist ein bisschen lauter, ne? Ja. Ja, das ist auch ein bisschen nervig. Das finde ich nicht cool. Das hätte man besser lösen können. Geil ist, hier drin haben wir 63 Liter Staufach und es ist eigentlich ziemlich hell. Und geil ist auch, wenn man jetzt hier wieder aufmacht, braucht man im Sommer eigentlich keine Klima, weil der Fahrtwind weht ein bisschen um die Ohren. Man zieht auch gut vorne und hinten raus. Ach so, eine Sache ist natürlich noch wichtig. Dieses Auto kann natürlich rekuperieren, heißt, der Elektromotor vorne dient andersrum als Generator. Gehe ich hier vom Gas, ja, dann lädt der den Akku wieder auf. Akku sitzt übrigens hinter uns bzw. unter uns und der E-Motor vorne. Auto ist relativ gut ausbalanciert, finde ich. Reichweite, da müssen wir jetzt noch drüber sprechen. Wie warm ist es heute, Jessie? Oh, 4 Grad, gefühlt -5. Also im Grunde eigentlich genau das Falsche für ein Elektroauto. Trotzdem sind wir zwar keine 75 Kilometer weit gekommen, aber so 59 Kilometer sind wir etwa weit gekommen, was cool ist. Und so ein normaler Pendler fährt am Tag irgendwie 40 Kilometer. Ja, und da ist das eigentlich ein ganz faires Match, oder? Und jetzt würde ich sagen, fahren wir noch ein bisschen weiter und ich gucke mal, wie Jessies Laune dann so beim Fazit ist. Bis gleich. Wie geil wäre eigentlich gewesen, wenn es zu meiner Kindheit bzw. Jugend dieses Auto gegeben hätte. Ich hätte es mega gefeiert. Was wäre ich der King gewesen, wenn ich damit zur Schule gefahren wäre und alle gedacht hätten, Alter, der Jan. Woo! Und ganz im Ernst, das Konzept überzeugt mich. Denn ihr könnt den fahren ab 15 Jahren mit dem Rollerführerschein, den braucht er natürlich und das Auto ist extrem bezahlbar. Jetzt gibt es einen kleinen Kritikpunkt von mir, aber den muss ich einordnen. Das Auto ist nicht ungefährlich, denn wir haben im Grunde fast keine Sicherheitsfeatures da drin. Wir haben allerdings mehr Knautschzone als bei einem Roller oder bei einem E-Bike und wir haben immerhin 4 Räder. Und für mich ist der ein bisschen sicherer als ein Roller.
Es ist jetzt auch keine Waffe, was die Beschleunigung oder die Reichweite angeht, aber genau das richtige Konzept für die Stadt. Denn in den meisten Städten kann man sowieso nicht schneller als 30 fahren. Das ist ganz bestimmt alles, aber keine Verkehrsbehinderung. Und wenn man überhaupt noch auffallen will mit einem Auto, dann tut man das eigentlich fast gar nicht mehr mit einem Lambo, sondern tatsächlich mit sowas. Und die Reaktionen der Leute auf dieses Auto sind mehr als positiv. Das macht richtig Spaß. Ein tolles Konzept für die Zukunft, für die städtische, mobile Elektro-Zukunft. Jetzt muss man nur noch schauen, wo man das Auto in der Stadt laden kann. Und ich spreche mit euch über den Preis. Der beginnt bei 7.990 €. Das sind nicht mal 8 iPhones in der Basis. Wollt ihr die höheren Ausstattungsvarianten, Club und Techno, seid ihr bei 8.790 €. Und jetzt ist eine Sache entscheidend, denn ich habe mir aufgeschrieben, was da noch dazu kommt. Ich habe das Handy in meiner Tasche. Ist ein bisschen kalt. Ja? Ja, was kommt dazu? Also, wir haben den Stecker, ne, den Typ 2 auf Schuko, 333 €, 5 Jahre Garantie, 739 €, Lieferung zum Händler 350 oder nach Hause 589. Zusammen kommen wir so auf maximal 10.500 €. Ein Smart im Vergleich kostet 14.000 €. Was interessant ist, wir haben hier keine Kfz-Steuer, sondern eben nur die Steuer für dieses Auto, was 88 bis 120 € sind. Versicherung, Teilkasko 200 bis 300 € habe ich mir überlegt. Eine Förderung bekommt ihr leider nicht. Tolles Konzept. Wer das auch lieben wird, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, ja, und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gerne vorbei, ist eine gute Sache. Hier seid ihr gelandet. Ja, bei dem Auto-Review-Kanal der Mobilität der Zukunft. Deshalb verstehen wir uns so gut mit Opel. Abonniert den, denn bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review. Mal elektrisch, mal noch Verbrenner, mal Hybrid. Abonnieren und dann bis bald in einem anderen Kraftwürfel-Zirkus. Tschüss.